Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen heute, was überraschend und plötzlich auf uns zukommt. Mit was rechnen wir nicht? Was wird ein Thema werden? Wir haben hier das Fortgehen. Ja, Anfang und Ende, das neue Willkommen heißen. Und Zeit für den nächsten Schritt. Also hier darf man etwas aktiv werden, hier darf man etwas unternehmen. Für einige wird es im Bereich des Berufes sein, der Berufung oder Themen, die sie sich erarbeiten. Wir haben hier im weitesten Sinne neue Karriere oder neue Dinge im Beruf. Hier ist es jetzt beim Fortgehen nicht unbedingt so, dass man die Koffer packt und abhaut, sondern hier geht es eigentlich darum, dass man ein ungesundes Feld verlässt und dass man vielleicht auch drauf guckt, wo sind denn Umstände, die ich nicht mehr tragen kann oder wo ist etwas für mich nicht stimmig oder nicht gut. Und es geht darum, sich einer positiven Veränderung zu öffnen und Ängste, die damit verbunden sind, aufzugeben, damit wir das neue Willkommen heißen dürfen. Das bestätigt irgendwie auch nochmal die erste Karte, denn hier ist es so, dass man Ängste überwindet, die damit zu tun haben, dass sich etwas verändert. Hier sind freiwillige Entscheidungen von allen, also hier ist alles in perfekter Ordnung. Und hier beginnt irgendwie ein neues Abenteuer, man probiert etwas ganz anderes aus. Und die Veränderung wird hier so angezeigt, dass sie Segen für alle Beteiligten sind, ne? Dass alles okay ist und dass man daraus auch wieder handeln kann oder fähig ist, neue Schritte zu gehen. Man vermutet vielleicht auch schon längere Zeit, dass man weiß, wo es etwas zu tun gibt oder wo man sich rausbewegen sollte. Und hier ist sehr viel inneres Wissen. Ne? Man weiß es, man vermutet es, man spürt es und es ist Zeit, einfach aktiv zu werden, Dinge umzusetzen, die uns selbst zum Fortschritt bringen. Und es ist auch wichtig, da mal im Hier und Jetzt zu gucken und nicht schon in die Mega-Zukunft rauszublicken oder in die Weite. Und es ist auch so, dass wir nicht aufgefordert werden, etwas zu tun, was nicht unserem Lebensplan entspricht oder unseren Dingen. So, dann schauen wir ein bisschen weiter. Wie gesagt, für einige ist es das berufliche Umfeld oder die Karriere oder an sich, dass man sich etwas Neues erarbeitet und sich selbst von etwas befreit, was sich nicht gesund anfühlt. Haben wir die kurze Zeit, die günstige Gelegenheit, das Glück und wir haben hier die Wege, guckt euch das an. Das ist schön, hier liegt die Verdoppelung drauf, hier sind viele Wege, viele Möglichkeiten. Möglicherweise ist es auch so was wie viele Wege führen nach Rom. Ne? Man hat die Wahl, vielleicht auch die Qual der Wahl, aber es ist auch irgendwie auf mehreren Bereichen etwas möglich. Vielleicht fällt auch eine Entscheidung, bei der wir uns dann weiterentwickeln können, auf die wir gewartet haben. Etwas, was ersichtlich ist und wo wir dann sagen, okay, darauf habe ich gewartet, jetzt kann ich loslegen. Die einen oder anderen haben hier tatsächlich die Möglichkeit, über den Vorgesetzten etwas Neues angeboten zu kriegen. Die anderen haben es im partnerschaftlichen Bereich. Viele verlassen vielleicht auch das Thema Verbindungen der Vergangenheit, wo sie sich davon wegentfernen und den neuen Schritt machen in eine ganz andere Grundhaltung. Es kann ja auch um das Gegenüber gehen oder dass viele tatsächlich überlegen, bin ich hier noch an richtiger Stelle oder wie fühlt sich meine Beziehung für mich an, wo braucht man neue Wege. Für einen oder anderen sieht man auch
ein gewisses Doppelgebundensein, ne? Zwischen zwei Stühlen sitzen oder zwischen zwei Partnern sich entscheiden müssen. Unabhängig sein ist das Thema. Für den einen oder anderen gestalten sich auch so Umbrüche, wo sie über Trennungen der Vergangenheit wegkommen, wo sie öffnen für neue Menschen oder für die eigene Größe. Ich habe hier so, dass tatsächlich auch für die Selbstständigen hier neue Auftraggeber, neue Wege sind oder tatsächlich auch etwas, wo man sich unabhängig oder selbstständig machen kann, vielleicht auch schon lange das sich gewünscht hat. Jetzt Nachricht, Kommunikation, vielleicht ein Schriftstück auch, das hier in Kürze kommt, wo man dann sagt, okay, das habe ich so erwartet, ich mache mich auf den Weg, da sind Möglichkeiten für mich. Für viele ist es tatsächlich möglich, eine Kurskorrektur zu machen, die auf viele Bereiche fällt. Hier vor allem die Vertraglichkeiten, die Verbindungen und auch die Umwege, die man so fährt oder die verzwickten Wege. Die Schlange bringt natürlich auch ein bisschen Gift mit, ne? Aber die Schlange nagt hier auch das weg, die Maus nagt hier auch das weg, was giftig ist. Wir haben die Finanzen dabei. Möglicherweise denkt jemand, er kann sich das oder jenes nicht leisten, weil er dann nicht das Geld dazu hat oder einen Verlust macht. Hier ist es aber tatsächlich so, dass sich eine verstrickte Situation durch einen Schritt lösen kann. Das ist hier sehr erdend, ne? Kann ja natürlich auch ums Fortgehen im häuslichen Bereich gehen oder bei der Arbeit von zu Hause aus. Andere Wege, neue Möglichkeiten. Andere Partner auch oder Vorgesetzte oder Auftraggeber. Jetzt eine neue Erfahrung, die Instruktion, das Wissen, das aufgeht oder auch dass man sich bewusst öffnet für eine Möglichkeit, die einem bisher verschlossen war. Das Unterbewusstsein kommt in Bewegung, ja? Und hier unten ist der schicksalshafte Neubeginn. Spannend. Hier kommt die Grille, die hat sich umgedreht mit dem Thema Entspannung. Hier scheint es so, dass man sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat und dass einen das Gedankenmachen auch im Nebel stehen hat lassen. Hier löst sich der Nebel auch auf. Es geht darum, einen Weg zu wählen aus einer ungünstigen oder unguten oder ungesunden Situation, damit man sich mit anderen treffen kann auf einer gemeinsamen Ebene und das Leben genießen. Es geht darum, eine Situation zu erschaffen, die entspannend wirkt, wo man mehr bei sich ankommt, wo man mehr Erholungsfaktoren hat, wo man die schönen Zeiten genießen kann oder die positiven Dinge oder auch Erinnerungen, die wir schon schön hatten und nicht nur immer fokussiert auf das, was sich nicht gut anfühlt. Hier ist auch eine Öffnung dabei für die guten Gefühle an sich, die Entspannung, den Austausch mit Gleichgesinnten. Und es geht im Prinzip auch darum, da wegzugehen, wo man nicht mehr den Augenblick und das
Glück genießen kann. Wir schauen mal noch mit dem Orakel der Fülle, was wir hier für ein Thema mit haben oder was uns helfen könnte, an diesen Punkt zu kommen. Ablenkungen, das ist ja auch sehr spannend, ne? Es ist an der Zeit, dass man die Priorität auf das lenkt, was wirklich wichtig ist und auch Kontrolle über den Zeitplan zu haben und das Arbeitsumfeld mehr so zu fokussieren. Für alle, die nicht arbeiten, sind es die Dinge, an denen man arbeitet oder mit denen man sich beschäftigt. Da geht es auch viel darum, wenn man nur dran denkt, wie oft man das Handy in der Hand hat oder auch vom Handy abhängig ist oder bei vielen läuft auch ständig das Radio oder der Fernseher im Hintergrund. Und das ist doch so, dass es uns wesentlich ablenkt. Jeder weiß das in seinem Bereich selbst, ne, was es sein kann. Und die Karte sagt einfach, wenn wir fokussiert sind und nicht ständig abgelenkt, dann haben wir auch die Fähigkeit, die wir für eine verantwortungsvolle Reise zu und mit uns selbst zu unserer Entspannung tätigen können. Für viele ist das Handy zum Beispiel Entspannung, aber es ist halt auch Zerstreuung irgendwo. Wir haben den Löwenzahn dabei. Erde dich und fliege hoch. Also hier ist man trotz allem, dass man seine Samen aussät, gut geerdet, denn die Löwenzahnpflanze hat tiefe Wurzeln und es ist auch so, dass man durch die Ahnen gehalten ist oder dass man ein tragfähiges Fundament für sich hat. Ui. Wir sind jetzt 3 gekommen. Wir haben den Erfolg in der Liebe, wir haben das Haus und wir haben den längeren Weg. Hier bereitet sich wieder etwas vor, was vielleicht auch noch ein bisschen Geduld braucht oder wo man Timing abhängig ist und es betrifft tatsächlich unsere Umgebung, die Liebe und die Entscheidungen, die damit zu tun haben. Und am Deck haben wir noch das Geschenk. Vielleicht auch ein unentdecktes Geschenk, weil man hängt hier sehr fest und man öffnet sich nicht dem, was kommen könnte. Ja, mit der Karte am Anfang ist es halt so, auch dass es um Happy Ends geht oder um Neubeginne oder um Freundschaften, dass sich Probleme verabschieden und dass sich so ein Gefühl von ich verliebe mich in irgendetwas ganz Neues einstellt. Und von diesem Punkt können wir eben auch in die Umgebung wieder so leben, dass wir, egal was sich auch immer verzögert oder was längere Zeiträume oder noch ein bisschen Geduld braucht, dass uns das nicht abschreckt, sondern dass das wie ein Geschenk ist, das neue Möglichkeiten mitbringt, wo wir uns langfristig auch Wege erarbeiten, die dann irgendwann sich auszahlen. So, dann hätten wir gerne noch eine Karte zu dieser Legung. Das ist der Mond, die Geheimnisse des Mondes mit dem Thema Offenheit. Ja, die braucht man ja auch, um die nächsten Schritte zu machen. Mit der Karte werden natürlich auch die Zyklen des Mondes benannt. Und es geht auch ein bisschen darum, sich zu fokussieren, wie weit leben wir denn mit den natürlichen Zyklen. Aber die Karte sagt auch, mache dich bereit, hier sind Zeichen für dich,
Hier ist auch das Stillwerden, das Offensein, das Atmen, das Entspannen wieder mit dabei. Und hier darf man tatsächlich Zukunftspläne schmieden, Ausschau halten. Da kommen Botschaften auch von oben oder Hinweise, die uns sehr dienlich sind. Und wir dürfen gucken, wie sich das Leben entwickelt und das Ganze betrachten, anstatt uns immer mehr hinein zu verstricken. Und es gilt darum, offen sein für Botschaften der Seele, wo irgendwas aus unerwarteter Richtung auch in unser Leben treten möchte. Also hier das ganz Neue, was sich eröffnet. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich finde das sehr interessant mal wieder. Unterm Deck haben wir noch die Klippenschwalbe gehabt, die für das Thema Freiheit steht. Also tatsächlich auch ein Moment, bei dem wir uns wieder in die Lüfte erheben, irgendetwas befreien oder uns auch freier fühlen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.